The main concept that the Viking has for the science, particularly on board, is that this is a vessel of opportunity. So, a lot of research vessels all over the world, they take a group of scientists from a institution or mostly from a country, and then go to Antarctica once mostly and spend the season out there and then come back. They spend a lot of time there, but not many times. And it's really difficult to get time and space on these vessels. I used to work on a South African research vessel called the Gullis, and we used to take a lot of scientists, and they literally used to be arguments every day about who's getting to use which kit and when and how. And sometimes people come work for 3 months just to be in one spot for 15 minutes. So it really is, it's really, really difficult to be able to get that opportunity to be able to go to these really hard to reach places. Jetzt heute Morgen konnte man nicht anlanden vor lauter Wind und 2 Stunden später ist dann hier wunderschön, die Sonne kommt raus. Sieht man, wie wechselhaft das hier ist. Das ist wie in Bergen noch viel schlimmer wahrscheinlich. Das ist natürlich auch der Grund, warum die sehr vorsichtig sind, uns mit Schlauchbooten hier irgendwo mitzunehmen, weil wenn man dann auf so einer kleinen Insel ist und das Wetter schlägt um und man kommt nicht mehr zurück, dann wird es dann doch ganz schön einsam auf der Insel. Auf irgendeiner hier West Point, wo wir eigentlich anlanden sollen, da wohnen wohl 2 Leute dauerhaft, aber die werden dann auch nicht so viel Spaß haben, wenn sie einem dann aufnehmen müssen für die nächsten Tage, bis wir wieder abgeholt werden. Jetzt kommen wir zum versteckten Höhepunkt der Falklandinseln. Das ist natürlich die eigene Brauerei hier. Da müssen wir jetzt das Bier probieren. Schaut nett aus hier draußen. Schauen wir mal. Das ist die ganze Brauerei hier. Bier wird produziert und in Flaschen abgefüllt. Gärpottiche. Ich weiß nicht, ob es vielleicht noch was anderes auch noch destillieren, aber das werden sie nicht zeigen. Aber zumindest Bier gibt es zum Kaufen. Das probieren wir jetzt. This is the Basbitter, which is the Longdon variety. And that's Mount Longdon behind you. Ah. And there's a battle fought there. Aha. That's the British one. So that's the inspiration behind the steer. And then this is the peat cotter. Because you know the land here is very peaty.
Here we go. Cutter, which is an oatmeal stout. Ein tolles kleines Museum hier in Stanley in der Hauptstadt von Falklands. Da gibt es die üblichen alten Sachen hier, wie man damals gelebt hat. Das finde ich jetzt nicht so interessant. Aber was toll gemacht ist, ist hier die Ausstellung über den Ersten und Zweiten Weltkrieg. Die Schlacht von Falklands, wo damals der deutsche Kapitän Graf von Spee gefallen ist auf der Gneisenau und die Scharnhorst. Das ist eine berühmte Episode und nach ihm ist er dann später im Zweiten Weltkrieg die Graf Spee benannt worden, die wir in Montevideo gesehen haben, im Hafen, die dann versenkt wurde von dem Lansdorf, dem Offizier damals selber. Wir fahren jetzt genau auf den Eisberg zu, A23A, der ist vor über 40 Jahren aus dem Ross-Eisschiff abgebrochen war. Der größte jemals registrierte Eisberg, riesige Ausmaße und ist jetzt abgeschmolzen auf 25%, ist aber immer noch nicht schlecht, ist immer noch viermal so groß wie New York. Südgeorgien ist nicht nur eine wunderbare Insel, was die Landschaft angeht, sondern auch den Naturschutz. Eines der wenigen Beispiele, wo es der Mensch geschafft hat, die Natur wieder ein bisschen zu schützen. Die Wale haben sich hier erholt. Die ganze Bucht ist voller Seehunde, überall schauen sie raus. Und eine schöne Geschichte. Die Walfänger, die norwegischen, die hier angekommen sind, die haben, um sich die Zeit zu vertreiben, haben sie Rentiere angesiedelt im 19. Jahrhundert, als sie dann der Walfang eingestellt wurde 1966 und sind es einfach abgehauen, haben es alles da gelassen, inklusive der Rentiere, die sie vermehrt haben natürlich und zum Schluss jetzt hier einen Bestand von über 6000 Tiere gehabt haben, die alles niedergetrampelt haben, Pinguinnester und letztlich, was natürlich auch nicht schön ist, aber der einzig wichtige Entscheidung natürlich war, hat man sich entschlossen, dass wir die Sami-People aus Norwegen hierher gebracht haben und die haben hier ein schönes Jagdfest veranstaltet, alle Rentiere ausgerottet. Das Fleisch verwertet, auf die Falklands geschickt. Die hatten lange Jahre Rentierfleisch zu essen. Und dann ist man hier hergekommen und hat gesagt, jetzt ist das Rentier weg und es ist wieder ursprünglich. Alles hat sich erholt, es gibt Hunderttausende von Pinguine. Es ist einfach ein Privileg, hierher zu kommen und dann bei so einem Wetter. Und vielleicht schließt sich jetzt der Kreis, wenn wir jetzt wirklich anlanden können, dann kommen wir an den Ort, wo Shackleton gerettet wurde damals auf seiner Fahrt mit der Endurance. Und letztlich schließt sich dann der Kreis auch von unserem Vorprogramm, weil das ist auch die Grabstätte von Shackleton. Hinter der Landspitze taucht jetzt Grytviken auf. Das ist die jetzige Forschungsstation. Kleiner Ort, Postamt gibt es sogar, nur im Sommer bewohnt. Und die ehemalige Walfischstation, die heute unter Denkmalschutz steht. Trauriges Zeugnis. 175.000 Wale geschätzt wurden hier allein verarbeitet. Das Öl gekocht, was man dann bei uns bis in die 60er, 70er Jahre, man kann es gar nicht glauben, hat man es für hochwertige Öle verwendet, für Nähmaschinen und Automatikgetriebe und sowas. Jetzt kommen die Marinebiologen an Bord. Die Sicherheit ist hier unglaublich hoch, also es wird alles kontrolliert, dass man keine Pflanzen oder Reste oder irgendwas hier an Land bringt. Kommen die Wissenschaftler, kontrollieren alles, dass alles sauber und desinfiziert ist. Control, 29. Yeah, they're not going to go racing. It's not a race. Ship to shore, 9+1. 9+1.
Da weiß man dann auch, warum die auf Deutsch Seehunde heißen. Also da ist man schon so ein bisschen an Nestor, unseren Hund, erinnert, wenn der so faul da lag. Der liegt da in der Kuhle, in der Pfütze, Bauch nach oben, Sonne auf dem Bauch geschienen. Das ist jetzt ein Höhepunkt der Reise hier nach Südamerika. Das war immer so eines der Wunschziele, Südgeorgien, extrem schwierig herzukommen. Und als Abschluss von unserem Vorprogramm hier ans Grab von Shackleton muss man seinen Hut ziehen. Einer der, wenn nicht der, dann sicher einer der größten Entdecker, was er geleistet hat, um seine Mannschaft zu retten. Das ist wirklich übermenschlich und es ist schon ein bewegender Moment hier. Fürchterlich die maschinelle Massenvernichtung von den Walen damals hier in den Brennöfen. Das Fett verkocht, den Blubber zu Öl. Und schön zu sehen, wie es jetzt die Natur wieder zurückerobert. Vorne die Massenvernichtungsfabrik verfällt, gerade mal 100 Jahre und dann ist die Natur zurück und die ganzen Viecher, die ganzen Tiere hier leben wieder neu. Tief eingeschnitten in Südgeorgien ist hier der Drygalski-Fjord. Vielleicht landschaftlich spektakulärste, was man in Südgeorgien finden kann. Der Fjord ist 2-3 Kilometer tief und hat aber Dutzende von Gletschern links und rechts, die ins Meer runterreichen. Benannt nach Erich von Drygalski, dem deutschen Polarforscher und Geologen. Der ist in Deutschland leider so gut wie vergessen. Hat hier die 2 Antarktis-Expeditionen geleitet, die unter dem Kaiser Wilhelm hier stattgefunden haben. Die waren nicht so besonders gern gesehen, weil der Kaiser Wilhelm hat an der Antarktis nicht so wirklich Interesse gehabt. Und entsprechend schlecht war dann auch die Finanzierung später. Jedenfalls hat er hier unten Bedeutendes geleistet und es ist der Fjord nach ihm benannt, hier Drygalski-Fjord. Und in der Antarktis sind nach ihm die Drygalski-Berge benannt. In München gibt es zumindest eine Drygalski-Allee und eine kleine Plakette an seinem Geburtshaus. Mehr gibt es zu dem nimmer, obwohl er das Geologische Institut der Uni München gegründet hat und Rektor war. Jetzt haben wir vom Wetter her wieder wahnsinnig Glück. Genau vor uns sehen wir Elephant Island, die Bucht, an die die Crew der Endurance von Shackleton hier gelandet ist und 4,5 Monate gewartet hat im Winter, bis dann letztlich Shackleton sie mit dem chilenischen Schiff gerettet hat. Weil jetzt hier im Sommer kann man sich kaum vorstellen, es ist relativ warm, ungefähr vielleicht so 1 Grad. Damals hat es bis zu minus 20 Grad gehabt, als sie hier waren im Winter. Da ist der Penguin Highway. Hier sind 9000 Paare
Gentoo-Pinguine auf der Insel. Und hier ist richtig was los. Da gehen die hoch und runter und komischerweise rutschen die gar nicht so viel aus und machen das ganz gut. Also ziemlich anstrengend, würde ich sagen. Das Beste ist schon wirklich der Pinguin-Bergweg hier hoch, wo die wirklich sich da 200 Meter den Berg hochkämpfen durch Schneefeld. Beeindruckende Leistung. Dafür, dass eigentlich zu Fuß so ein bisschen unbeholfen ausschauen, sind es ganz gute Bergsteiger hier oben. Und es stinkt wahnsinnig, dadurch, dass hier so viele sind. Januar 2026, erster Tag im neuen Jahr. Und jetzt stehen wir erstmals auf dem Festland von Antarktis nach Südgeorgien, genau hier am Weddell-Eismeer angelandet. Viel zu warm. Eigentlich haben wir uns angezogen wie auf eine Schneewanderung und es hat wahrscheinlich 10 Grad oder so. Der Schnee ist ziemlich sulzig und man sieht aber unglaublich diese Weite und diese Ruhe. Wobei so ruhig ist es gar nicht. Man hört also dauernd immer so das Knarzen und Knacken von den von den Gletschern hinter uns. Wahnsinn, die Sonne scheint. Das ist eigentlich Skihüttenwetter. Fühlt sich an, als wären wir bei uns irgendwo auf der Skihütte. Außer dass da so ein paar dicke Weddell Seals liegen, die sich aber nicht bewegen. Die scheinen nachts zu fressen.